Guten Morgen, liebe Freunde der besten Unterhaltung hier auf YouTube, wenn es um Musik geht und um die schönsten Spezialgäste. Da gibt es nur einen Kanal, es ist dieser hier, richtig. Wenn ihr nicht abonniert habt, dann tut es doch unbedingt jetzt, sonst verpasst ihr Dana Rolle. Mhm. Ich höre ganz viel Applaus gerade. Danke. Danke, Butch. So, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt die letzten Tage gut überstanden. Ich bin ja froh, dass der Sommer wieder noch mal kurz hier ausgepackt hat und die Woche auch noch. Also die nächsten 7 Tage sehen gut aus. Ja, also ich bin da guter Hoffnung, dass das vielleicht, wie sagt man, so ein Altweiber-Sommer nochmal wird, so ein paar Tage warme Tage. Mhm. Und das war es dann wahrscheinlich auch schon. Aber gut, so ist das halt hier in Deutschland, das Klima. Es waren ein paar sehr heiße Tage, aber dann war es das irgendwie auch. Ja, ich glaube mittlerweile so dieses Sprichwort April, der macht, was er will, trifft auf jeden Monat zu. Okay. Ja, gut. Wir hatten ja einige Releases mitgenommen die letzten Tage. Da waren wir leider wir haben schon ein bisschen vorproduziert, sonst hätten wir Red Velvet mit Umpa Umpa natürlich auch schon direkt mitgenommen. Umpa. Der ist ja leider ein bisschen dazwischen gerutscht. Dafür kommt er dann jetzt. Oh. Falsches Bild. Zum Freitag. Also ich hatte ja hier die Bilder alle verstellt. Außerdem, wie gefällt euch mein Make-up? Ja, ach so, stimmt. Da gibt es ein Video zu. Wundert euch nicht, dass das Bild gerade in die Mitte wandert. Ich mache es nochmal ein bisschen kleiner. Sieht man das hier überhaupt? Mein Pink? Ja, ich sehe es. Mein Pop of Pink. Pop of Pink. So nenne ich das Video. Das kommt übrigens am Sonntag. Könnt ihr also direkt Dana abonnieren und das Ganze dann euch anschauen. So. Du machst so gut Werbung für mich. Dankeschön. Gut, ne? Ich gebe mir Mühe. So, fangen wir an. Mhm. Ist das Bild zu klein jetzt? Ich bin gespannt, was jetzt von denen kommt nach diesem Simsalabim-Ding. Simsala, Simsala, Sim, Bim. Wie fand ich das nochmal? Hypnotisch. Hypnotisierend. Hypnotisch. Das war so... Ich erinnere mich gar nicht. Doch, das war das mit dieser... War das auf einer Achterbahn oder so auch? Simsala, Sim, Bim, okay. Bim, Bim, Sim, Bum, Bim. Ist das Bild jetzt zu groß oder zu klein? Naja, nö, das ist gut. Ich habe die Kamera wieder umgestellt, weil Nachteil ist, ich muss sie dann jedes Mal hin und her schieben und eigentlich hat sie einen festen Platz hinter dem Monitor. Und mich hat's irritiert. Weil ich bin es so gewohnt, dass ich auf die Kamera und aufs Mikro gucken kann, damit ich auch in die richtige Richtung rede, damit ich gut aufgenommen werde und nicht schreien muss. Und weil es bei mir dann vor dem Speaker so steht, voll abhöre, dann muss ich sie mal hin und her schieben. So, los geht's jetzt aber. Haben wir alles? Let's Ton, go! Untertitel. Yes. Los geht's. Oh, ich bin so gespannt. Oh. Oh mein Gott, das passt perfekt zu dem Simsalabim davor. Direkt auch schon wieder sowas Repetitives, hypnotisch. Wieder, das war auch so hypnotisierend, so so Sekteneinführung. Also das ist jetzt so sehr krass ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll gerade, aber du weißt, was ich meine? Ja, es ist halt so ein bisschen wie Voodoo. Es ist halt, wenn Voodoo, das hattest du gesagt letztes Mal, das meinte ich. Ja, weil mir da auch was Besseres nicht einfällt, aber das ist im Endeffekt, hat das dieselbe Wirkung, dadurch, dass es die ganze Zeit wiederholt wird, brennt sich das so in die Synapsen ein, dass man das den ganzen Tag dann nur noch hört. Also wir machen uns direkt hier auf einen Ohrwurm gefasst, würde ich mal behaupten. Oh mein Gott. Ist das... Sind da direkt so... nicht Horns, Brass Section? Bläser, irgendwas? Dieses... Oh. Ist vorbei. Nee. Doch, da ist doch sowas im Hintergrund. Okay. Wenn du noch weiter zurückgehst, hört man es gleich besser. Nee? Ich weiß nicht, ob das eine Brass Section ist. Du meinst nicht... Nee. Ja, aber das geht auch runter. Nee. Doch? Ich muss mal lauter machen.
Ist ziemlich leise, fällt mir auf. Es macht Ja. No. Ich glaube aber, es sind, wenn dann, ich glaube eher Streicher. Oh, ja, aber so ein Cello oder wie? Ja, aber so synthetische Streicher, das kann so ein synthetisches String-Ensemble sein. Stimmt, passt besser jetzt, wo du sagst. Das meinst du, ja. Ja. Ich finde es so geil, weil das eigentlich so richtig Pop-Funk-mäßig aufgebaut ist. Insgesamt auch mit diesem Bell-Sound, Cowbell-Sound auf dem rechten Ohr sehr, sehr stark. Digge, digge, ding. Und der Bass läuft auch richtig. Also es hat schon so einen Disco-Funk irgendwie. Das ist wirklich so ein richtiger E-Bass. Hast gesehen? Das wäre wieder auch so für ein Make-up-Video für dich. Das aber, ja, weiß nicht, weil das ist eigentlich komplett über dem ganzen Auge nur eine Farbe. Okay. Dann. Tambourin. Oh, richtig schöner Drumfill hin, sehr, sehr lange auch. Das ist was ganz Hohes, ne? Auf dem rechten. Ja, aber mich erinnert die Melodie an. Ja, erinnert mich auch an irgendwas. Irgendeinen anderen Song, vielleicht so, weiß nicht, ob es Anfang 2000er oder so war, aber irgendeine amerikanische Girlband, Girlgroup. Ja. An irgendwas, aber ich kann es gerade nicht genau bestimmen. Naja, es ist halt Popmusik. Es ist schon, glaube ich, sehr ähnlich mit dem Song, aber ja. Sehr hoch, aber das auf dem rechten Ohr. Ich glaube, jetzt waren aber deine Brass Section auf jeden Fall, oder? Ich mach don't. Also hier mal dazwischen. Ja, es klingt schon sehr brassy jetzt, aber ich fand vorher klang es sehr nach Strings. Ja, deswegen war ich mir ja auch nicht so sicher. Ja. Ja. Aber dadurch, dass es synthetisch ist, kann es auch sein, dass es auch etwas ist, was genau dazwischen klingt. Okay. Das ist halt immer so die Freiheit bei dem synthetischen Sounds. Ich finde es lustig, dass sie hier das Meer mit so Plastikfolien. Ja, richtig krass. Das ist richtig so ein... Ich will auch Monopoly spielen. Spielst du mit mir mal Monopoly? Wir haben eins zu Hause. Ja. Haben wir geschenkt bekommen. Haben wir es jemals gespielt? Einmal. Echt? Ja. Krass. Weil ich alle gezwungen habe. Spielt mit mir jemand Monopoly? Ich will Monopoly spielen. Abonniert Dana auf YouTube und Instagram und spielt mit ihr Monopoly. Geil. Ice Cream Cake. Gerne.
Ja, wird in der Hook dann schon irgendwie, gerade am Ende, so ein bisschen viel, ne, von den Instrumenten. Ist einiges da. Also, auch sehr hoch, geht schon sehr in die Ohren rein, auf jeden Fall. ja, es hat jetzt, klar, gerade jetzt mit den Kopfhörern fällt das halt nochmal besonders auf, aber ich kann dir garantieren, dass für die Zielgruppe, für die es gemacht ist, die werden das größtenteils nur auf dem Smartphone oder auf dem Laptop hören. Deswegen ist alles von den Frequenzen eher weiter oben angelegt. Okay. Auch sowieso bassmäßig, der ist zwar dieses eine Bassinstrument, aber das ist jetzt nicht so der Song, der unten viel rum hat. Finde ich jetzt halt über die Kopfhörer anstrengend? Wird dann schon anstrengend. Also hier jetzt zwischendrin dachte ich schon so, das eine oder andere Pad hätte man vielleicht rauslassen können oder so. Hier wieder Mio-Pulli. Weil die einzelnen Elemente, das, was gespielt wird und wie es gespielt wird, finde ich sehr, sehr cool. Also dieses Pop-Funk-Ding gefällt mir sehr, sehr gut. Das muss ich schon sagen, gerade die Gitarren zwischendrin und so, was sie hier reinspielt. Das ist schon sehr, sehr cool. Also richtig Pop-Funk. Oder einfach Funk, ja. Ist in so einem Pop-Gewand gepackt. Das finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber ist einfach hier, vielleicht ein, zwei Instrumente zu viel dann irgendwie drin. Hier geht's ja dann wieder. Hintergrund? Oh. Ja. Krass. Also da ist schon also mal eine ganz dumpf Percussion. Ich glaube, da ist aber trotzdem noch ein Pad. Nicht schlecht. Danke. Du bist jetzt noch zur Sängerin, umso mehr K-Pop wir gucken. Also da ist, glaube ich, trotzdem noch ein Pad drunter, also noch ein flächiges Instrument, was vor allen Dingen so die unteren Mitten ein bisschen füllt. Und der Rest ist tatsächlich nur die Stimmen. Aber man muss sagen, die Stimmen sind sehr hart getuned. Weil gerade dieses ist ja sehr gerade ja, das und sind ja die sehr Singer, lang. die singen ja quasi mit den Stimmen einfach jeweils die Akkorde. Das ist schon getuned. Das ist sehr hart getuned. Das war aber auch vorher in den Refrains, in den Hooks war das auch schon immer so, dass wenn die gesungen haben, die choralen Parts von denen im Hintergrund, die waren immer sehr hart getuned und auch von den Harmonien sehr dicht gesetzt. Also es sind Harmonien, die wirklich quasi Schlag auf Schlag aufeinander kommen. Das wirkt dadurch zwar dicker, aber wenn man dann noch mehr, sowieso schon relativ viele Instrumente dann noch drin hat, kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen zu viel wirkt. Ja, also da macht es schon Sinn, wenn man eine Harmonie aufbaut mit Stimmen, dass man da vielleicht dann doch guckt, dass es spezielle Harmonien sind, die sich vielleicht nicht überschneiden mit dem, was die Instrumente spielen und dann auch selektiv, also vielleicht nicht über einen Dreiklang dann rausgeht, also 3 Töne dann da mitnimmt. Und ich glaube, waren das bestimmt 4, 5, wenn nicht sogar 6 Stimmen, aber alle hart getuned, so dass es wirklich zu 100% glatt und gerade klingt. Das so per se erstmal nicht schlimm, aber es ist halt so, finde ich, im Kontext wirkt das dann schon fast zu viel. Aber ja. Hey! Cool. Hübsche Mädels, ne? Oh ja, die sind voll cute. Voll.
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil auch jetzt mit diesem ganz hohen Instrument, das in der Hook dann jedes Mal noch dazwischen kommt, denke ich mir, wozu? Weil es spielt einfach nur noch mal zusätzlich noch eine Melodie dazwischen, also es setzt dann nicht mal oder layert quasi die Gesangsmelodie nochmal, damit man jetzt sagen kann, okay, das wurde benutzt, um einfach die Gesangsmelodie nochmal zu wiederholen, zu unterlegen, damit das nochmal eingängig ist. Nee, es spielt einfach dazu nochmal so das ist so richtig, richtig hoch, wo ich echt denke, gut, das es überschneidet sich schon fast mit dem, weiß ich nicht, Alarmsound vom LKW vorhin, der hier rückwärts die Sackgasse rausgefahren ist. Aber, also ich finde es echt ein bisschen überproduziert, gerade im Refrain finde ich das. Ich finde aber diesen Pop-Funk-Charakter finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja. Dadurch wird es auch sehr eingängig und Ja. bringt einen so, sich mitzubewegen und so. Aber es ist auf jeden Fall eine Linie, würde ich sagen, mit dem Simsalabim davor. Es passt schon sehr gut zusammen, weil das ja auch zu dem neuen Album von denen gehört. Aber Guck mal, wie krass man das raushört, obwohl es nur so leise ist. krass. Ja. Es ist so hoch, also es ist, keine Ahnung, es ist vielleicht bei irgendwo 6000 Hertz. Ja. 6 bis Aber 8000. Mir hat zum Beispiel, was hatten wir von denen noch? Bad Boy und Peekaboo. Die fand ich richtig gut. Vor allem Peekaboo hat dir richtig gut gefallen. Ich erinnere mich, ja. Die haben mir besser gefallen als jetzt die 2 neuesten Songs von denen. Ich finde hier wirklich die Percussion und die Drums sehr, sehr geil. Also es hat einen sehr coolen Charakter. So richtig auch ein bisschen, ja, dieses alte Pop-Disco-Ding, auch so ein bisschen Michael Jackson und sowas, das ist schon cool. Aber dann kommen zu viele Instrumente. Ja. Stimmt, witzig. Die haben ja teilweise so Cowgirl-Outfits am Anfang an. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Auch die Stadt, das sieht eigentlich aus wie Miniatur, aber irgendwie auch nicht. Also, Ja, echt gut gemacht. witzig. So, ja, ich glaube, das war's, oder? Meinung habe ich gesagt. Ja, Verbesserungsvorschläge, so in dem Sinne mache ich sowieso meistens nicht, beziehungsweise ist ja dann in meiner eigenen Meinung schon so halb mit drin. Die Sache ist, das ist ja auch nur meine Meinung, ne? Ihr müsst verstehen, die haben ja auch immer gewisse Absichten, die Produzenten oder die Artists, die Songwriter und so weiter oder das Label, da stehen ja so viele Leute dahinter. Das ist nicht meine Aufgabe und nicht meine Rolle, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ja, haben sie Kacke gemacht. Ich glaube jetzt auch nicht, der Song an sich ist ja gut, da ist ja nichts Schlechtes dran. Ich glaube auch nicht, dass du jetzt unbedingt in die Zielgruppe von Red Velvet reingehörst, muss ich zugeben. Ja, gut, aber da gab es ein paar andere Gruppen schon, wo man das vielleicht auch nicht denkt, aber die Songs fand ich sehr, sehr geil. Von daher, aber gut, also jetzt meine Meinung, wenn es nach mir geht, vielleicht das ein oder andere Instrument rausnehmen, vor allen Dingen das sehr, sehr hohe, weil der Grundaufbau so mit der Percussion und so fand ich echt sehr, sehr cool, die Gitarren sehr geil und die Mädels können ja bestimmt auch ohne zu viel dazu im Processing dazu machen, das durchzubearbeiten, was man halt im Studio auch sehr schnell, das geht heutzutage so schnell, dass du gute Sänger fast komplett zu hart einfach bearbeitest. Dass man viel schnell und einfach zu viel macht. Einfach zu viel macht und das Ganze nicht mehr musikalisch wirken lässt. Das hat hier so ein bisschen den Charakter, finde ich, dass da so die Musikalität ist so durch das Technische einfach so ein bisschen verdeckt worden. Krass, aber ich bin jetzt echt gespannt mit den Höhen, was du gesagt hast. Ich glaube, ich höre mir das gleich mal am Handy einfach an. Wirklich mit den Handylautsprechern, ob ich es da dann anders empfinde, gerade mit diesem ganz hohen Instrument. Ja, also ich bin mir sehr sicher, auch am Laptop oder so. Da wird es nicht so auffallen. Es ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber es sind zu viele Instrumente, finde ich, die so die obere Hälfte des Frequenzbands irgendwie mitnehmen. Ja, es ist nicht so ganz ausgewogen, finde ich, aber das ist halt wieder Kleingeräte-Musik. So. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann, das bin ich. Und schaut auch bei Dana vorbei, seht ihren eigenen Kanal, wo sie zum Beispiel ihr heutiges Make-up vorstellt. Am Sonntag kommt das Video, habe ich gehört. Ja. Guckt da mal vorbei. Und bis dahin. Gefällt es dir eigentlich? Du hast gar nichts gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Vielleicht sage ich es ja noch. Okay. Tschüss. Tschüss.